Ja, wir haben die bedeutenden Adelsgräber der Frauen des Gräberfeldes von Brücken gesehen. Hier haben wir nun 2 Männergräber. Es handelt sich natürlich hier auch um Adlige, die zu den Frauen gehören. Es handelt sich sicherlich um die Besitzer eines größeren ländlichen Gehöftes, also kein ganz hoher Adel, eher niederer oder mittlerer Adel. Und Brücken befindet sich am Nordrand des Thüringer Reiches, aber in einer ganz bedeutenden Situation, an einem Übergang der Helme, an einer Verkehrskontrollsituation, wo später auch noch Heerwege und die Via Regia verläuft. Die beiden Männer sind schwer bewaffnet. Sie repräsentieren sicherlich die 2 Generationen in der Zeit der Belegung des Gräberfeldes zwischen 470 und 530, etwa dem Untergang des Thüringer Reiches. Wir sehen hier die klassische Bewaffnung der damaligen Zeit, eine große Spata, ein großes Langschwert, das natürlich dann erst zum Einsatz kam, nachdem man wahrscheinlich die Lanze geschleudert hatte oder nicht mehr mit der Lanze kämpfte. Bei den Lanzenspitzen aus dem Gräberfeld ist auffällig, dass sie so ganz lang und scharf sind. Die Lanzenspitzen waren zum Lanzenfechten gemacht. Das heißt, man konnte tatsächlich mit den Lanzen wie mit Schwertern fechten. Vor allem aber konnten diese langen, schmalen Lanzenspitzen die fränkischen Kettenhemden durchstoßen. Das heißt, man hatte einen ungemein starken Druckpunkt. Sie sind schmal. Man konnte damit die Kettenhemden brechen. Das heißt, es waren wirklich gefährliche Waffen. Und erst wenn man die Lanze verloren hatte, dann kämpfte man mit dem Schwert weiter. Der Krieger deckte sich mit einem hölzernen Schild. Das hölzerne Schild war bewehrt mit einem sogenannten Schildbuckel, hinter dem sich die Hand verbarg und mit dem er das Schild sozusagen steuern konnte. Die Schilde waren relativ leicht und haben den Krieger natürlich vor den Pfeilen und Schwertern des Gegners geschützt. Im Gräberfeld von Brücken fand sich Glas in einer so herausragenden Qualität, wie wir sie selbst im Frankenreich und anderswo selten finden. Man fragt sich natürlich heute, wie solche Gläser so herausragend erhalten sein können. Die sind ja dünnwandig und äußerst fragil. Zuerst, wie kommen die von Köln nach Brücken und wie überleben sie die 1500 Jahre im Grab, bis wir sie heute ausgraben? Das Rätsel von Köln nach Brücken besteht wahrscheinlich darin, dass sie in Butter transportiert werden, also in einer Kiste in Butter eingeschlossen. So transportiert man den schriftlichen Quellen nach schon in der Antike die Gläser. Und wahrscheinlich werden sie auch in so speziellen Kästen, die für diese Gläser gefertigt waren, wiederum in Butter ins Grab gelegt, sodass sie bis heute nahezu absolut perfekt erhalten blieben. Ein Spitzglas, das man natürlich auf einen Zug leeren musste, weil man konnte es nur so kopfüber praktisch hinstellen. Im Byzantinischen gibt es das auch als Lampen, aber hier handelt es sich um ein fränkisch importiertes Glas aus der Gegend von Köln oder noch westlich davon. Wir haben auch ein schalenartiges Glas, wo man etwas gesitteter nach römischer Sitte trinken konnte, das ganz toll mit Schlieren verziert ist. Also diese Gläser konnten die Thüringer selbst hier nicht herstellen. Das machen ehemals römische Handwerker im Fränkischen Reich, das dem Römischen viel näher verbunden ist. Solche exklusive, teure Gegenstände kommen natürlich über diese bedeutende Ost-West-Handelsstraße in das Thüringer Reich und werden an diesem Knotenpunkt bei Brücken von den Hofadligen dort abgeschöpft, sodass man sich mit den hochadligen Herren der Franken, Thüringer, Langobarden gleichtun konnte. Die Germanen verfügten über ein ausgesprochenes Kriegerideal, das hatte sich, das haben wir bereits gesehen, erst mit dem Kontakt zu den Römern herausgebildet. Die Germanen waren ungemein selbstbewusst, hatten sie schließlich doch das Weströmische Reich zu Fall gebracht, hatten sie sich doch gegen viele andere gewehrt. Aber es gab natürlich immer Kriege untereinander. Jeder Stamm versuchte die Vorherrschaft zu erlangen. Die Thüringer hier hatten sich mit den
Ostgoten mit Theoderich, dem mächtigen König in Italien, verbündet. Sie waren genauso mit den Langobarden verbündet. Warum? Weil sie alle zu einem gemeinsamen großen Stammesverband der Sweben gehörten und sie waren permanent bedrängt von den Franken. Und als dann Theoderich stirbt, 526, wittern die Franken ihre Chance, die Alemannen fallen gleich ab und die Thüringer stehen praktisch alleine und sie verteidigen sich an der Unstrut gegen die Franken. Wir wissen nicht mehr genau, wo dieser Ort ist, Skidingen. Wir können nicht genau sagen, wo der Ort ist, aber man hat dort Gruben dann eingegraben und die Franken liefen in diese Fallgruben, aber sie waren so stark und so übermächtig, dass sie diese überrannten. Die Thüringer wurden geschlagen und die Unstrut verfärbte sich angeblich rot vom Blut der getöteten Krieger. Herminafried, der Thüringer König, floh. Er wurde auch nicht weiter verfolgt. Sein Hof wurde eingenommen. Die Schwester Radegundis wurde weggeführt. Später gibt es dann das berühmte Lied der Radegundis. Radegundis wurde von einem der fränkischen Sieger, nämlich von Clothar, geheiratet, damit Clothar sozusagen einen Anspruch auf das thüringische Gebiet hatte. Herminafried versuchte dann nochmals zu Verhandlungen zu gelangen, 534, und wurde dort aber einfach kurzerhand von der Zülpicher Stadtmauer gestürzt. Und damit war das Thüringerreich letzten Endes erledigt. Dass die Franken nicht wirklich gewonnen haben und nicht wirklich stark genug waren, um das Gebiet zu besetzen, das zeigt ein weiterer Fund bei Klein Jena, den wir gemacht haben. Der gehört dann allerdings schon in die Mitte des 8. Jahrhunderts, aber er zeigt uns, dass die Franken das Gebiet nicht halten konnten, sondern letztlich an die aus dem Norden vordrängenden Sachsen verloren haben. Sie sehen, die Germanen haben nicht nur gegen Rom gekämpft, nicht nur gegen Ostrom gekämpft, sie haben auch untereinander um die Vorherrschaft gekämpft. Und das glanzvollste Kurzreich war sicherlich das Reich der Thüringer. Und hier haben wir nun erstmals einen ganz wichtigen Friedhof des niedrigen und mittleren Adels. Das berühmteste, was es gibt, natürlich aus dem Thüringer Reich, ist der berühmte Helm von Stößen, der Rest eines beraubten Hochadelsgrabes ist. Auch den werden wir uns zu gegebener Zeit ansehen.